Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir vorbereitet haben. Hyatt Hotels hat die Kategorien geändert. United Airlines gibt Meilen mit Bonus raus. Und wir haben dann nochmal Aletta von Massenbach, die erklärt, warum der Berliner Flughafen leidet. Aber das Top-Thema ist der Flughafen in London Heathrow. Da gibt es natürlich Spannungen, beziehungsweise keine Spannung, denn Strom ist ausgefallen. Heißt also, 1000 paar kaputte Flüge sind ausgefallen, waren es 1300? Also eine Riesenzahl, alle Informationen heute in der Sendung für euch. Denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch unten zu kommentieren und ganz, ganz wichtig, kommt auf die Schoolgruppe. Dann treffen wir uns auf School. Oder Stammtisch in Hamburg ich glaube am 6. April war es ein Sonntag, haben wir Stammtisch in Hamburg beim Chinesen, wie immer in Hamburg, im Dim Sum Haus. Ich glaube, so ist es richtig. In Hamburg werden wir uns treffen und können da einige Sachen beschnacken. Wer teilnehmen möchte, soll mir einen Link schicken, ich fast gesagt, soll mir eine Nachricht schicken auf WhatsApp und ich schicke ihm dann eine Einladung in die WhatsApp-Gruppe, in der wir alles teilen zu diesem Thema. Also, wir bleiben gespannt, es bleibt spannend. Das erste Thema ist der Stromausfall in London. Und da ist es so, dass natürlich der Flughafen interessanterweise sogar komplett geschlossen worden ist. Heißt also, heute am 21. passiert gar nichts, bis 23:59 Uhr passiert nichts. Ursache ist ein Brand in einem Umspannwerk in Hayes. Mit 70 Einsatzkräften ist das Feuer dort bekämpft worden. Brand ist halt wirklich die Ursache. Feuerwehrleute haben das gemacht. Also es gibt im Internet natürlich dann Verschwörungstheorien, das war jetzt, ne? Aber nee, wollen wir nicht drauf eingehen. Dann ist es so, dass 120 Flugzeuge dort umgeleitet werden mussten im ersten Schritt und dann aber 1300 Flüge heute ausfallen. Das ist natürlich auch für British Airways das komplette Drama. Passagiere wurden auch aufgefordert, nicht mehr zum Flughafen zu gehen. Was sollte ja auch da, wenn da nichts passiert? Geht ja noch nicht mal das Licht an. Und die Einschränkungen sind aber nicht zu Ende heute, weil ich glaube, dass sich das natürlich dann noch weiter durchziehen wird. Zwischenzeitlich waren auch 10.000 Haushalte ohne Strom. Also da sieht man, dass ein Umspannwerk oder heißt ja glaube ich Umspannwerk, ich bin kein Elektriker, dann so viel Probleme bereitet und dass man dann keine Notstromaggregate oder sowas hat. Also das fand ich dann auch spannend. Die Brandursache ist halt wirklich unklar. Also es ist da jetzt nichts mit großartiger Verschwörung oder sowas. Entweder hat jemand Unfug getrieben oder es ist halt ein Brand passiert, der wirklich da als technische Ursache war. Heathrow ist aber der größte Flughafen mit über 83,9 Millionen Passagieren im Jahr. Also das hat natürlich dann wieder jemand getroffen, der richtig davon gelitten hat. Und die Lage am Flughafen ist ruhig, so berichten das die Medien. Und die Reisenden haben natürlich ein bisschen Verwirrung und sind natürlich auch traurig, wenn es nicht dahin kommt, wo sie hinwollen. Kann ich ja verstehen. Also wie gesagt, da sollte Geduld an den Tag gelegt werden, um zu wissen, was passiert, auch wenn die Leute von Sabotage, Terror, weiß der Geier, was alles erzählen. Alles Quatsch, warten wir ab, bis es ist. Vielleicht ist es dann kein Quatsch mehr, aber im Moment ist alles sehr fragil, was da passiert sein konnte. Also ich nehme das Ganze hier auf um 3:12 Uhr und bis dahin war es halt noch nicht ganz klar, aber es kann noch Tage dauern. Das zweite Thema ist Aletta von Massenbach. Und wenn ihr Aletta von Massenbach hört, dann wisst ihr, dass wir für den Flughafen Berlin reden, denn Aletta von Massenbach ist CEO des Flughafens Berlin. Und sie sagt, dass der Luftverkehrsstandort in Deutschland in Gefahr ist. Das Ganze hat sie im Landtag Brandenburg gesagt. Und warum sagt sie das? Weil natürlich die Standortkosten und Steuern laut Gutachten von 2019 bis 2024 um 38% gestiegen sind, im EU-Schnitt nur um 26%. Also überproportional. Dann hat sie auch eine Forderung. Natürlich möchte sie, dass die Luftverkehrssteuer, die seit 2011 gibt, abgeschafft wird. Ist ein Standortnachteil. Wir sehen das ja in anderen Ländern. Schweden bringen wir immer wieder an dieser Stelle, weil die das abschaffen. Und ein Zitat, was ich euch von Aletta von Massenbach nicht vorenthalten möchte, ist:
wir können nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Ja, Airlines verlagern Flugzeuge natürlich zunehmend ins Ausland, meiden die deutschen Flughäfen gerade wegen der zu hohen Abgaben und damit haben wir einen exklusiven Standortnachteil. Gefahr ist natürlich auch, dass die Anbindung gerade der Hauptstadt der Region, gerade Berlin, ist ja sehr, sehr problematisch, wenn es um Anbindung geht. Ähm, irgendwie so äh, die einzige Hauptstadt, die so keinen wirklich funktionierenden Flughafen hat. Aber nun gut, die haben da Angst, dass sie natürlich da dann quasi abgeknappt werden von allem und die Anbindung verloren geht. Auch ist es so, dass man immer noch das alte, ungelöste Problem hat. Man hat also nur 8 Langstreckenflüge ab dem Berliner Flughafen, ab dem Flughafen. Auch ist es so, dass natürlich das Nachtflugverbot, was ja erweitert werden soll, dann wirklich ein Todesstoß für die Konnektivität wäre. Das muss man ja auch sagen. Forderungen werden ja auch für bestimmte Strecken gefordert oder aber auch für Verspätungsfälle. Und es gibt auch jetzt da natürlich ein Gutachten vom Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur, glaube ich, ist das BMVI. Ihr könnt ja unten kommentieren, was das ist. Da ist es so, dass der Rückgang der Geschäftsreisen durch digitale Meetings natürlich ganz klar ist. Die Standortkosten ganz klar als Problem da sind. Aber auch die Verlagerung innerdeutschen Reisen auf die Bahn. Gut, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt das so stimmt. Und natürlich die schwache Konjunktur, die natürlich ihr Übriges tut. Es gibt natürlich auch Vorschläge, heißt also, dass man in dem Gutachten vorschlägt, dass man zum Beispiel die Steuern auf Tickets, also die Luftverkehrssteuer auf Europaflüge wegnimmt und das wäre dann 2,6 bis 5,1 Passagiere, die mehr wären. Dann differenzierte Ticketsteuer nach Sitzklasse. Liberalisierung des Luftverkehrsabkommens, mehr Wettbewerb im Airline-Markt. Ist natürlich jetzt auch schwierig, wenn die Lufthansa alles raufkauft und andere. Und dann natürlich Kostenoptimierung bei Flugsicherung und Flughäfen. Jetzt sagt ihr natürlich, was ist das Fazit, was kann man daraus lernen? Es ist einfach auf jeden Fall ein politischer Handlungsdruck da. Man muss von der Bundesregierung sich jetzt entscheiden, gut, die jetzt geht, die ist weg. Aber die neue, die jetzt kommt, da muss dann wirklich der Luftverkehr mal angepackt werden, da mal wirklich klar Schiff gemacht werden, da muss mal wirklich in eine Richtung gehen. Und sonst ist es halt wirklich so, dass es nicht nur einen Bedeutungsverlust für Berlin geben wird, sondern auch für ganz Deutschland. Heißt also, wenn die Symptome nicht behandelt werden, dann wird es ein weiteres Thema werden. Jetzt kommen wir zu einem schönen Thema, das sind Meilenpunkte und Status, aber das Thema ist jetzt nicht so schön. Für mich als Hyatt-Liebhaber, denn 151 Hotels haben Änderungen. 118 steigen in höhere Kategorien, das sind 78%. 22% gehen in niedrige Kategorien. Das ist mal okay. Änderung tritt zum 25. März in Kraft um 8 Uhr. Heißt also, wir haben noch Zeit. Wir haben heute den 21. Ihr könnt noch buchen. Heißt also, klarer Hinweis, wenn ein Hotel teurer wird, bucht jetzt mit Punkten. Wenn ein Hotel billiger wird, dann bucht danach. Wichtig ist, dass es jetzt auch bei den Buchungen, die ihr ändert, zum Beispiel dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen niedrigen Preis bucht und dann die neuen Kategorien kommen, dann wird der höhere Preis genommen. Und wichtig ist halt, dass diese Buchung bis zum 25. März erfolgen muss. Und dann ist die höchste Stufe ja Kategorie 8 bei Hyatt. Es gab es ja früher gar nicht. Es gab ja 1 bis 4, dann gab es 1 bis 7, jetzt gibt es 1 bis 8, aber das ist dann dieser Ultimate Reward, den man auch kaum einlösen kann. Das ist das Andaz Peninsula in Papagayo in Costa Rica. Sehr beliebt, wie ich das auch sehe. Andaz Tokyo, Grand Hyatt Kauai Resort, das Grand Hyatt Tokyo, das Il Tonabui Hotel und das Park Hyatt Tokyo, was gerade ja umgebaut wird. Eigentlich ein relativ geiles Hotel. Bin ich mal gespannt. Wichtig ist auch, dass die Kategorien nicht geändert werden. Die sind also 5.000 Punkte, 8.000, 12, 15, 20, 25.000, 30 und Kategorie 8 sind 40.000 Punkte. Die bleiben gleich. Also die Hotels wandern nur in den Kategorien nach oben oder nach unten. Auch die All-Inclusive Resorts bleiben unverändert zwischen A und F in der Kategorie zwischen 15 und 50.000 Punkten. Und es ist halt wirklich die letzte Chance vor einer Devaluation, weil wenn die Punkte natürlich mehr werden, dann ist es eine Devaluation. Und nach dem 25. März geht es natürlich nur noch mit höheren
Punkten. Wichtig ist auch bei der Buchung vor dem 25. März, Preissenkung, Differenz wird ab dem 26. März natürlich zurückerstattet. Bei Stornierung und Preissenkung ursprüngliche Punkte Zurückerstattung wird wieder abgezogen und nur Kategorie 1 bis 4 und 1,7 Zertifikate weiterhin auf Hotels der Kategorie 4 bis 7 einlösbar, wenn diese nicht aufsteigen. Das heißt also, wenn jetzt noch jemand in eins dieser Hotels buchen möchte, muss er jetzt einen Cut 1 bis 7 machen, bevor sie in Kategorie 8 gehen. Was ist das Fazit? Bevor wir zum Fazit kommen, ein Hotel in Deutschland, was ich regelmäßig frequentiere, das ist das Hyatt Place in Frankfurt am Flughafen, wird von Kategorie 1 auf Kategorie 2, steigt also im Mittel von 5.000 auf 8.000 Punkte. Kein Drama, aber man sieht, dass das schon wesentlich mehr Punkte sind. Lässt mich daran erinnern, dass wir ja im Sommer einen Stammtisch in Frankfurt haben. Termine kommen noch, aber im Juli muss ich jetzt auch Hotelzimmer buchen. Es ist eine deutsche Verschlechterung für Vielnutzer und Punktesammler, vor allem in Japan, und auch Bali sind halt betroffen. Das sind halt Ziele, wo die Leute hinwollen. Buchung lohnt sich, auch wenn die Buchung nur vorsorglich erfolgt, weil man kann ja diese Buchung rückgängig machen. Das heißt also, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, ob ich fliege, aber ich buche schon mal das Hotel, dann habt ihr den niedrigen Punktewert eingeloggt. Wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock drauf, könnt ihr es gemäß der Buchungsbestimmungen natürlich stornieren. Und natürlich ist es so, dass es damit natürlich schwieriger wird, die Punkte wieder bei den ganzen Programmen, ich sag jetzt mal, loszuwerden. Jo. Das letzte Thema, was wir haben, das ist eine United Airlines Buy Miles Aktion. Die ist nur gültig noch bis zum 29. März. Es gibt bis zu 100% Bonus beim Kauf von United Meilen, gültig vom 11. März bis zum 29. März. Central Time, ich glaube CT, also 11,59. Preis bei 100% Bonus ist also effektiv 1,88 US-Dollar Cent. Beispiel 100.000 Meilen plus 100.000 Meilen sind also 200.000, das ist der Bonus, sind 1.880 Dollar. Und jetzt kommt ihr natürlich an und sagt, lohnt sich das? Da muss ich sagen, nö, nicht sinnvoll für Economy-Flüge mit niedrigen Economy-Class-Preisen. Aber es gibt zwei Varianten, wo es sich lohnt. Das ist einmal, wenn du Meilen für die teuren internationalen Business- und First-Class-Tickets nutzt und einsetzt. Aber auch für gut bewertete Kurzstrecken, Prämienflüge innerhalb Asiens oder Südamerika, weil da sind die Punktetabellen noch relativ vorteilhaft. Da könnt ihr was machen. Und natürlich auch ein großer Vorteil ist, dass United oft kostenlose Änderungen, Stornierungen bei Prämientickets erlaubt. Keine Servicegebühr bei Änderung von Tarifen. Bonus gilt pro Transaktion, also nicht kumuliert. Meilen sind nicht rückerstattbar, keine Statusmeilen, gibt also keine Premier Qualifier Miles, also die PQMs. Meilen erscheinen meist sofort, vereinzelt innerhalb von 72 Stunden. Zahlungszahl zählt als United-Kauf, das heißt, bei United-Kreditkarten gibt es zusätzliche Punkte, nur für die hier in den USA Kreditkarten haben. Und gute Gelegenheit, wirklich sich da Meilen zu kaufen, wenn man da einen konkreten Use Case hat. Es wird eventuell bessere Boni geben. Es kann auch sein, dass einige, wenn die targeted waren, nur 50% gekriegt haben als Bonus. Und last but not least, immer den Meilenpreis mit dem Cashpreis vergleichen, damit ihr da nicht auf die Schnüss fallt. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart, dass ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, vielleicht auch auf School kommt. Wer bei School nicht bezahlen möchte, kann. Und wer zum Stammtisch kommen will, kann sich auch bei mir auf WhatsApp melden. Also danke dafür. Ich freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Und ich bin hier jetzt einfach mal wieder raus.